10 Jahre Jubiläum hieß es, als ich das iBook G3 gebraucht auf eBay gekauft hatte im Jahre 2011. Nun haben wir das Jahr 2026 und das iBook G3 wird 25 Jahre alt. Während man 2011, 12 hier und da noch Probleme hatte, ins Internet zu gehen, wäre es in der heutigen Zeit offensichtlich komplett ausgeschlossen. Aber das ist nun kein Problem mehr, denn es gibt nun einen neuen Browser für die alten Macs, womit man auf das moderne Internet zugreifen kann, nämlich PowerFox. Original entwickelt für Mac OS X Leopard und Snow Leopard, hatten G4, G5 und natürlich auch Intel-Prozessoren von OS X nun die Möglichkeit, auf das moderne Internet zuzugreifen. Nur die G3-Prozessoren standen alleine da, denn es gab ja nie Mac OS X Leopard für G3-Prozessoren. Das Ganze hat aber nun endlich ein Ende. Es gibt jetzt endlich einen gescheiten Browser, ebenfalls für G3. Und das heißt natürlich auch OS X Tiger. Egal auf welcher Version, hat nun Unterstützung dafür. Und das macht es so ziemlich nice und deswegen werden wir das heute nun testen. Ja, es ist jetzt schon einige Jahre her, dass ich mit dem iBook G3 im Internet war und dachte mir, ja, ich verbinde mich einfach mit dem Netzwerk und fertig. Aber nein, in der Zeit hat sich so viel verändert. Zum Beispiel kann ich mit der Fritzbox nicht mehr mit dem iBook G3 ins Internet, denn WPA1 wird nicht mehr unterstützt. Man kann also kein WLAN-Netzwerk mit WPA1 mehr einrichten. Und das zweite Problem war, und ich weiß nicht, ob es Altersschwäche ist von den USB-Ports oder dass die Installation das nicht mehr mag, aber alle meine USB-Sticks wurden nicht unterstützt. Und ich bin wirklich eine große Anzahl durchgegangen, nichts davon hat funktioniert. Es lag nicht an der Partition, es wurde nicht erkannt. Nun, mir blieb eh keine andere Wahl, ich musste mit einem LAN-Kabel rein und von dort hatte ich dann auch Zugriff auf meinem Server. SMB funktioniert hier unter Tiger problemfrei, das ist ziemlich cool, auch wenn es glaube ich SMB 2 nur ist, aber naja egal. Damit konnte ich dann halt die ZIP-Datei auf meinem iBook G3 verschieben. Ja, war eine kleine Herausforderung, aber jetzt können wir endlich das Experiment starten. PowerFox unter Mac OS X Tiger auf den iBook G3. Ja, wie wir hier sehen können, habe ich schon eine Zeitraffer reingehauen. Das liegt daran, dass die Festplatte uralt ist, Altersschwäche hat und kommt nicht mehr so gut damit klar. Ja, jetzt sind schon fast 30 Sekunden und wir warten immer noch, bis der Browser sich aufbaut und da ist es endlich. Aber, ja, machen wir Standardbrowser. Aber es lädt immer noch. So, und wir sind in PowerFox drin. Wir haben einen voll funktionierenden Browser hier nun auf den iBook G3. Und das zu sehen ist halt richtig cool. Auch, dass das Design richtig an Mac OS X Tiger angepasst ist für Firefox. Das ist schon ziemlich cool. So, dann gehen wir direkt auf google.de und dann schauen wir uns jetzt mal an, wie lange das dauert, eine simple Seite wie google.de zu laden. Und, ja, Cookie-Warnungen, natürlich. Ja, da bleibt auch dein iBook G3 nicht von erspart. Und, ja, es lädt. Jetzt geht's. Okay, das war gar nicht mal so schlimm. Oh, hä? Okay, dann machen wir das gleich nochmal. Ja, das ist... Okay, jetzt können wir aber bestimmt ablehnen, oder? Oh, Junge. Und fertig. Gut. Ja, wir haben jetzt den AI-Mode hier. Das werde ich... Oh Gott, AI auf den GTA... Ich will es gar nicht testen. Wir geben einfach hier jetzt sofort ein GTA Forums. Das ist meine Testseite, die ich immer eingebe. Und die Textvorschläge sind auch sehr schön. Okay, dann klicken wir jetzt hier drauf. Und dann schauen wir mal, wie lange es dauert, das hier zu rendern. Ja, 1 Minute und 6 Sekunden später können wir eigentlich die Webseite bedienen, denn davor war es halt sofort Hard Freeze. Und ja, nee, das ist jetzt nicht Zeitlupe oder so, das ist die normale Geschwindigkeit. Okay, wir haben alles gesehen, was wir sehen wollten. Ich glaube, ich entscheide mich für den ersten Eintrag und nach der ganzen Mühe werden wir jetzt nur belohnt mit GTA Forums. Oh. Ja, gut, zur Verteidigung soll man sagen, es ist noch eine Beta-Version. Das heißt also, es ist zu erwarten, dass es abstürzt. So, der Browser ist innerhalb von ein paar Wochen entstanden. Es ist ja eigentlich nur für Leopard und Snow Leopard gedacht gewesen. Dass es jetzt überhaupt unter Tiger läuft, ist schon krank. Ja, jetzt versuche ich hier GTA Forums nochmal manuell zu starten, beziehungsweise einfach die Domain anzugeben. Aber auch hier ist es schon alleine überfordert wegen Cloudflare Security Verification.
dass da schon so viel JavaScript drinter steckt, das ist, naja, irgendwie nicht so wirklich wild. Ja, auch simple Webseiten, wie zum Beispiel meine Legacy-Seite für ältere Rechner, stürzen ab. Also da scheint irgendwas mit JavaScript noch nicht richtig zu funktionieren. Aber dann wiederum andere Seiten, die nur aus JavaScript bestehen, wie zum Beispiel meine TV-Headend-Seite, also worüber mein SAT-IP funktioniert, ja, da läuft das dann problemfrei. Da kann ich dann auch die Senderliste sortieren und alles. Es ist zwar ultra langsam, also damit will ich mein EPG nicht einrichten und pflegen. Aber, naja, wenn man nichts anderes hat, dann ist es da. Social Media in der heutigen Zeit immer so ein komisches Thema. Statt TikTok Brainrot habe ich mich dann für Blue Sky entschieden und ja, perfekt, geht nicht. Ja, okay, wir brauchen eine Webseite, die geht. Und da habe ich mich dafür tagesschau.de entschieden und das war dann der zweite Fehler, denn die Webseite, oh Gott. Also Sony Vegas hat schon eine gute Zeitrafferfunktion, so 4-fach. Aber solange wie das hier gebraucht hat zu laden, bis es überhaupt mal gescrollt hat, ja. Die Webseite lädt immer noch. Und immer noch. Und naja, nach 4 Minuten und 13 Sekunden war die Webseite dann endlich fertig geladen und wir können hoch und runter scrollen. Ja, ich glaube, es ist sicher zu sagen, dass die späten 90er Prozessoren im heutigen Internet absolut keine Chance mehr haben. Von daher schauen wir uns nun an, wie das Ganze denn nun auf ein Intel Mac läuft. Mit dem iMac Late 2006 mit dem Intel Core 2 Duo Prozessor sieht das Ganze schon deutlich besser aus. Man kann Text eingeben, man sieht auch direkt, was man eingegeben hat und die Suchergebnisse werden auch direkt angezeigt. Ich meine, klar, es ist nicht ultra schnell, aber es ist schnell genug, damit man tatsächlich damit browsen kann. Und GTA Forums zum Beispiel, ja, jetzt sind wir endlich mal auf der Seite, es ist nicht abgestürzt und es ist total flüssig. Und was ich sogar noch witziger finde ist, eingebettete Videos spielen flüssig ab. Also das ist ziemlich cool. Ja, statt 4 Minuten dauert es nur noch hier wenige Sekunden, bis die Tagesschau-Webseite gerendert ist. Wir kriegen zwar immer noch die Schriftprobleme, auf der Startseite scheint das nicht so ein großes Problem zu sein. Auf der Sportschau-Seite dagegen sieht das dann schon ein bisschen katastrophal aus, denn dort findet es absolut keine Schrift, die es aus dem System selber benutzen kann. Und stattdessen kriegen wir dann irgendwelche UTF-Symbole angezeigt, die, naja, womit wir nichts anfangen können. YouTube, ja, YouTube wird jährlich immer mehr zu einer Herausforderung auf älteren Rechnern, mittlerweile auch auf Computern der letzten 10 Jahre, weil dort immer am Design gespielt wird, es werden Funktionen eingebaut, die letztendlich so sinnlos sind, die man nicht mal merkt, es ist alles nur im Hintergrund und wenn man es dann merkt, ja, dann ist es auch irgendwie total langweilig. Aber ja, wie wir hier sehen können, die Seite ist stark am Ruckeln, ich scroll hier die ganze Zeit und es reagiert halt komplett zeitversetzt. Alles, was ich möchte, ist auf mein altes iBook G3 Video zu klicken. Video-Playback funktioniert zwar, aber es ist halt so stark am Ruckeln. Das macht absolut keinen Spaß. Und das ist 360p. Und das macht es desto mehr schade, denn die Core 2 Duos können problemfrei HD abspielen. Das ist nicht das Problem. Und das hat vor wenigen Jahren auch noch problemfrei funktioniert. Es ist einfach nur YouTube, was es komplett ruiniert. Und das ist nicht eine Sache, welches nur mit älteren Rechnern zum Problem führt. Auch moderne Computer müssen unnötig Ressourcen fressen, nur um ein bisschen Video abzuspielen. Google Maps funktioniert auch problemfrei. Es könnte etwas schneller sein und ich bin mir zu 100% sicher, dass es noch etwas schneller sein kann, wenn man es zum Beispiel unter Linux verwendet oder unter Leopard, denn OS X Tiger ist recht alt. Also das ist uns halt klar, aber es fehlen halt viele APIs, die der Browser benötigt. Hardwarebeschleunigung wird höchstwahrscheinlich auch nicht so gut laufen, aber nichtsdestotrotz, ja, es funktioniert. Auf dem G3-Prozessor hat sich Blue Sky geweigert zu laden. Hier jetzt nun auf dem Intel Mac kommen wir wenigstens zur Timeline und das ist die standard ausgelockte Timeline, also ich bin nicht für den Inhalt hier verantwortlich und ja, es funktioniert so 50-50, denn Bilder und Videos werden zum Teil gar nicht richtig dargestellt, beziehungsweise gar nicht geladen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben endlich wieder einen gescheiten Browser für OS X Tiger. Das ist halt ziemlich nice für all die Leute, die halt einen G3-Prozessor haben. Da muss man aber vielleicht noch ein bisschen warten, bis der Browser stabiler wird. Für G4-User gibt es jetzt halt 2 Optionen. Entweder Leopard mit dem reinen PowerFox, welches stabiler ist,
oder Tiger für eine bessere Performance, aber mit dem experimentalen PowerFox, welches vielleicht in naher Zukunft besser werden kann. Also zum Abschluss kann ich nur sagen, ich bin sehr froh darüber, dass ältere Betriebssysteme wieder mehr Beachtung geschenkt wird. Ich als, der schon lange Teil der Retro-Community ist, war 2015 bis 2023 eine schwierige Zeit gewesen. YouTube, kommentartechnisch wurde man oft ins Lächerliche gezogen, wenn man Videos über Windows XP gezeigt hat. Oder allgemein ältere Sachen. Und das liegt, glaube ich, auch zum größten Teil daran, dass die jüngere Generation da auch jetzt viel mehr offen ist als, viele Leute so vor 10 Jahren. Und ich finde das schön, dass das sich auflockert und dass man zusammen, egal in welchem Alter, zurückschaut und denkt, mein Gott, das sind doch alles tolle Geräte, tolle Betriebssysteme, das können wir doch alles nicht einfach im Stich lassen.